Lektion 1: Zu Hause kochen. Hey Anna, hast du irgendwelche Zutaten zu Hause, mit denen wir eine schnelle und einfache Mahlzeit zubereiten könnten? Lass mich nachdenken. Ich habe Nudeln, Tomaten, Knoblauch und ein paar andere Grundzutaten. Was hattest du im Sinn? Nun, wir könnten ein einfaches Nudelgericht machen. Wie wäre es mit einer Pasta aus Tomaten und Basilikum? Das klingt köstlich und ist einfach zuzubereiten. Das ist eine tolle Idee. Ich liebe Tomaten und Basilikum zusammen. Wir könnten sogar ein bisschen Käse darüber geben. Toll, das klingt perfekt. Hast du alle Zutaten, die wir brauchen? Ich glaube schon. Lass mich das noch einmal überprüfen. Ja, ich habe alles, was wir brauchen, hier in der Küche. Wunderbar. Sollen wir dann anfangen? Wenn ich nur daran denke, werde ich hungrig. Unbedingt. Lass es uns machen. Das wird ein leckeres Essen. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. In Ordnung, lass uns kochen. Lektion 2: Wertschätzung und Unterstützung. Hey Anna, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir gestern bei dem Projekt geholfen hast. Es war eine große Hilfe. Gar kein Problem. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas tun kann, um Ihnen zu helfen. Nun, dank dir ist der Bericht fertig. Ohne deinen Beitrag hätte ich es nicht gekonnt. Freut mich, dass ich dazu beitragen konnte. Lass mich einfach wissen, wie es funktioniert. Ich helfe immer gerne, so gut ich kann. Wird reichen. Ihre Vorschläge waren genau richtig. Ich bin zuversichtlich, dass der Bericht gut aufgenommen wird. Hervorragend, ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie noch etwas benötigen. Absolut. Ich schulde dir wirklich etwas. Ihre Hilfe war von unschätzbarem Wert. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wir sind ein Team, oder? Ich freue mich, dass ich für dich da sein konnte. Definitiv. Das weiß ich mehr zu schätzen, als du denkst. Deshalb bist du der Beste. Lektion 3: Den Sommer genießen. Guten Morgen, Anna. Hast du diese schönen Sommertage genossen? Unbedingt. Das Wetter war perfekt. Ich kann es kaum erwarten, das Beste daraus zu machen. Ich auch nicht. Wir sollten etwas Lustiges planen, um die Sommerstimmung wirklich aufzusaugen. Ganz sicher, ich bin zu allem bereit. Vielleicht könnten wir eine Wanderung machen oder ein Picknick im Park machen. Das klingt unglaublich. Ein schönes, entspannendes Picknick wäre perfekt. Wir könnten sogar erfrischende Limonade einpacken. Oh ja, das wäre genau das Richtige. Und wir können frisches Obst und Sandwiches mitbringen. Es wird wunderbar sein. Genau. Wir müssen den perfekten Ort mit einer schönen Aussicht finden. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten. Diese Sommertage sind dazu da, genossen zu werden. Machen wir das Beste daraus. Einverstanden. Das wird langsam ein toller Sommer. Ich freue mich sehr darauf. Lektion 4: Vorräte anlegen.
Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, dich mit Bürosnacks einzudecken? Im Pausenraum geht es langsam zur Neige. Oh, guter Punkt. Das ist eine großartige Idee. Was denkst du, sollten wir uns was für Snacks besorgen? Nun, ich dachte an ein paar Müsliriegel, gemischte Nüsse und vielleicht etwas frisches Obst. Die gehen in der Regel schnell weg. Die klingen perfekt. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Cracker und Hummus hinzufügen. Das ist immer ein Publikumsliebling. Das wären auf jeden Fall fantastische Ergänzungen. Wir sollten für Abwechslung sorgen, damit für jeden etwas dabei ist. Ganz gewiss. Und vielleicht könnten wir auch ein paar süße Leckereien hineinwerfen, wie ein paar mit Schokolade überzogene Brezeln oder Kekse. Oh ja, das wäre großartig. Das Team würde das lieben. Wir wollen sicherstellen, dass das Verlangen aller nach Snacks gestillt wird. Genau. Das wird großartig. Ich mache eine Liste und wir können zusammen in den Laden gehen, um alles zu holen. Perfekt, klingt nach einem Plan. Das wird das Büro wirklich verschönern. Ich weiß es zu schätzen, dass du das übernimmst. Lektion 5. Waschtag. Hey Anna, kennst du zufällig die Öffnungszeiten der Waschküche? Ich muss diese Woche eine Menge machen. Gute Frage. Lass mich das für dich überprüfen. Es sieht so aus, als ob die Waschküche täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet ist. Toll, das gibt mir viel Flexibilität. Ich bin so froh, dass die Stunden günstig sind. Ich war besorgt, dass ich es vielleicht am Wochenende reinquetschen muss. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die Stunden sind wirklich entgegenkommend. Sie sollten in der Lage sein, eine Zeit zu finden, die gut zu Ihrem Zeitplan passt. Wunderbar, das ist eine Erleichterung. Ich wollte schon immer ein bisschen Wäsche waschen, also ist das der perfekte Zeitpunkt. Absolut. Sag mir einfach Bescheid, wenn du ein Quartier oder so brauchst. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Das weiß ich zu schätzen, danke. Ich sollte bereit sein, aber ich werde dich im Hinterkopf behalten, falls ich Hilfe benötige. Hört sich gut an. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Ich freue mich, dass ich die Details zur Waschküche angeben konnte. Viel Spaß beim Reinigen Ihrer Kleidung. Werde ich machen. Danke, Anna. Das wird ein produktiver Waschtag. Ich bin dankbar für deine Hilfe. Lektion 6. Die richtige Größe kaufen. Hey Anna, ich bin auf der Suche nach neuen Klamotten, bin mir aber nicht sicher, welche Größe ich nehmen soll. Hast du irgendwelche Ratschläge? Nun, das hängt wirklich von der Art der Kleidung und der Marke ab. Hast du schon etwas anprobiert? Nein, noch nicht. Ich bin mir heutzutage etwas unsicher, was meine Größe angeht. Wonach suchst du normalerweise, wenn du einkaufst? Ich versuche auf die Maße und die Passform zu achten, anstatt mich nur an der nummerierten Größe zu orientieren. Der Schnitt und der Stil können einen großen Unterschied machen. Das ist ein gutes Argument. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Welche Größe trägst du normalerweise bei Hemden und Kleidern? Das ist wirklich unterschiedlich, aber ich würde sagen, ich bin normalerweise mittelgroß oder klein, je nach Marke. Das Wichtigste ist, dass die Kleidung bequem sitzt. Okay, gut zu wissen. Für mich denke ich darüber nach,
ein paar Freizeithemden und vielleicht eine neue Jeans zu kaufen. Mit welcher Größe würdest du mir empfehlen, mit der ich anfange? Das ist schwierig, ohne deine genauen Maße zu kennen. Ich würde vorschlagen, im Laden ein paar verschiedene Größen anzuprobieren, um zu sehen, was sich am besten anfühlt. Scheuen Sie sich nicht, je nach Bedarf die Du hast Größe zu recht, ich vergrößern sollte oder zu einfach Dinge verkleinern. anprobieren. Danke für den Rat. Ich lasse dich wissen, wie es geht. Hört sich gut an. Viel Spaß beim Einkaufen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen. Wird reichen. Wir reden später mit dir. Lektion 7: Ein erfolgreicher Einkaufsbummel. Hey Anna, du wirst nie erraten, was passiert ist. Ich hatte heute einen tollen Einkaufsbummel. Oh, wirklich? Das ist wunderbar. Was hast du am Ende bekommen? Nun, von dem Kleid habe ich auch ein paar Hemden und eine neue Jeans gekauft. Ich habe ein paar verschiedene Größen anprobiert, um die perfekte Passform zu finden. Das ist großartig. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Dinge anzuprobieren, anstatt nur zu raten. Die richtige Passform zu finden, macht einen großen Unterschied. Definitiv. Und der Verkäufer war mir sehr behilflich, indem er Größen und Stile vorschlug, die für mich gut funktionieren würden. Das ist großartig. Einzelhandelsmitarbeiter können so kompetent sein, wenn Sie um Ihre Meinung bitten. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Einkaufsbummel dieses Mal wirklich geschafft habe. Alles passt super und ich freue mich darauf, die neuen Klamotten zu tragen. Das ist wunderbar zu hören. Es ist so befriedigend, wenn man genau das findet, wonach man sucht. Das ist es wirklich. Nochmals vielen Dank für die Tipps von vorhin. Sie waren super hilfreich. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Viel Spaß mit all Ihren Neukäufen. Das werde ich. Danke. Ich melde mich bald bei dir. Lektion 8: Schneidern für die perfekte Passform. Hallo Anna, ich habe eine kurze Frage an dich. Die Hemden, die ich neulich gekauft habe, sind in den Schultern etwas locker. Denkst du, ich sollte sie maßschneidern lassen? Das ist eine gute Frage. Schneiderei kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, die perfekte Passform zu erzielen. Ja, ich hatte gehofft, alle Änderungen wenn möglich zu vermeiden, aber ich möchte sicherstellen, dass die Shirts optimal aussehen. Ich verstehe. Bei manchen Kleidungsstücken reicht ein bisschen Schneiderei aus. Die Investition lohnt sich oft. Das ist gut zu hören. Ich muss nach einem guten Schneider in der Gegend suchen. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Ich habe wirklich gute Erfahrungen mit dem Schneider in der Innenstadt gemacht. Die Bearbeitungszeit ist normalerweise ziemlich schnell und Ihre Arbeit ist ausgezeichnet. Okay, großartig. Ich werde sie mir ansehen. Glaubst du, die Wartezeit wird lang sein? Das ist schwer zu sagen, aber die Wartezeit variiert. Normalerweise sind es ungefähr 20 Minuten, je nachdem, wie beschäftigt Sie sind. In Ordnung, gut zu wissen. Ich gehe bald rüber und sehe, ob ich die Hemden reparieren kann. Klingt nach einem Plan. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich bin mir sicher, dass der Schneider in der Lage sein wird, die Hemden perfekt anzupassen. Werde ich machen. Danke, Anna. Ich weiß den Rat zu schätzen. Lektion 9: Trennen der Verbindung zur Technologie.
Hey Anna, ich wollte dich fragen, wie schaffst du es manchmal, dich von der Technologie zu trennen? Das ist eine gute Frage. Ich finde, es kann sehr wichtig sein, ab und zu den Netzstecker zu ziehen. Ich stimme zu. Ich habe das Gefühl, dass ich heutzutage immer an meinem Handy oder Computer hänge. Es kann anstrengend sein. Definitiv. Ich versuche, bestimmte Tageszeiten oder Wochentage beiseite zu legen, an denen ich Bildschirme komplett meide. Das ist eine gute Strategie. Haben Sie weitere Tipps zum Trennen der Verbindung? Nun, ich finde es hilfreich, anderen Aktivitäten wie Lesen, Spazierengehen oder Zeit mit Freunden nachzugehen. Das klingt nach großartigen Ideen. Ich sollte mir wirklich mehr Mühe geben, die Verbindung abzubrechen. Es kann anfangs eine Herausforderung sein, aber es lohnt sich so sehr. Selbst kleine Technikpausen können erfrischend sein. Du hast recht. Ich denke, ich werde versuchen, mein Handy heute Abend für ein paar Stunden auszuschalten und zu sehen, wie es geht. Das ist ein großartiger erster Schritt. Das Trennen der Verbindung auch nur für kurze Zeit kann einen großen Unterschied machen. Toll, ich freue mich darauf. Danke für den Rat. Lektion 10. Ein ausgewogener Lebensstil. Hallo Anna, ich wollte unser Gespräch über die Trennung von der Technologie weiterverfolgen. Oh toll, wie ist es gelaufen? Konnten Sie eine Pause von Ihren Geräten einlegen? Ja, es ist wirklich gut gelaufen. Ich habe mein Handy für ein paar Stunden ausgeschaltet und es war so erfrischend. Das ist wunderbar zu hören. Ich freue mich, dass Sie die Vorteile des Absteckens erleben konnten. Ich auch. Mir wurde klar, wie wichtig es ist, einen ausgewogenen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Absolut. Es ist so wichtig, dieses Gleichgewicht zwischen Technologie und anderen Aktivitäten zu finden. Definitiv. Ich denke, ich werde versuchen, es regelmäßiger zu machen, auch wenn es nur für kürzere Zeiträume ist. Das ist eine tolle Idee. Kleine, konsistente Schritte können im Laufe der Zeit einen großen Unterschied machen. Ganz gewiss. Und ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Tipps früher mit mir zu teilen. Ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Vorschläge machen konnte. Es ist ein wichtiges Thema, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Vollkommen. Tja, ich werde weiter daran arbeiten. Nochmals vielen Dank. Lektion 11. Souvenir-Shopping. Hey Anna, ich suche ein nettes Mitbringsel von unserer Reise. Was denkst du wäre ein gutes Geschenk? Oh, das ist eine tolle Idee. Wie wäre es mit etwas, das die lokale Kultur einfängt? Wir könnten ein handgemachtes Kunsthandwerk oder Kunstwerk finden. Das klingt perfekt. Ich dachte darüber nach, mir eine kleine Keramikfigur oder vielleicht einen schönen Schal zu besorgen. Was denkst du wäre eine bessere Wahl? Das ist eine schwierige Entscheidung. Die Figur könnte ein nettes Ausstellungsstück sein, aber der Schal ist praktischer und vielseitiger. Wie hoch ist Ihr Budget? Ich hatte gehofft, es bei etwa 20 bis 30 Dollar zu behalten. Glaubst du, ich kann in dieser Reihe einen hochwertigen Schal finden? Unbedingt. Auf dem lokalen Markt gibt es einige wirklich schöne Schals, die preiswert sind. Willst du es zusammen ausprobieren?
Klingt gut für mich. Zeig mir den Weg, ich bin direkt hinter dir. Lektion 12, Frühstücksfavoriten. Guten Morgen. Ich habe Lust auf etwas Leckeres zum Frühstück. Irgendwelche Ideen? Wie wäre es mit ein paar klassischen Pfannkuchen? Sie sind immer ein Publikumsliebling. Oh, Pfannkuchen klingen unglaublich. Damit kann ich nie etwas falsch machen. Was ist mit dir? Hast du ein Lieblingsfrühstück? Nun, weißt du, ich bin auch ein großer Fan von Pfannkuchen, aber ich liebe auch einen guten Frühstücksburrito. Die Geschmacksmischung ist einfach so befriedigend. Ah, ein Frühstücksburrito. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht könnten wir versuchen, beides zuzubereiten und ein kleines Frühstücksfest zu machen. Das ist ein ausgezeichneter Plan. Wir können etwas frisches Obst und vielleicht sogar etwas knusprigen Speck hinzufügen. Es wird der perfekte Start in den Tag sein. Klingt nach einem Plan. Ich hole die Zutaten, wenn du Lust hast, zusammen zu kochen. Lektion 13. Bequemes Möbeleinkauf. Hey Anna, ich bin auf der Suche nach einem neuen Sessel. Was denkst du wäre die bequemste Option? Oh, ein bequemer neuer Stuhl, das klingt herrlich. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, nach einem mit zusätzlicher Polsterung und Schaumstoff für zusätzliche Unterstützung zu suchen. Ah, gute Entscheidung. Diese zusätzliche Polsterung wäre perfekt für lange Lesesitzungen. Was ist mit der Größe? Sollte ich mich für ein kompakteres Modell entscheiden? Das ist eine kluge Idee. Ein kompakter Stuhl wäre großartig, besonders wenn Sie nur wenig Platz haben. Außerdem wird es einfacher sein, sich zu bewegen. Hervorragend, dann werde ich nach einem gemütlichen, kompakten Sessel Ausschau halten. Sollte ich sonst noch etwas in Betracht ziehen? Vielleicht suche nach einer mit verstellbarer Lordosenstütze. Das kann einen großen Unterschied im Komfort machen. Oh, gutes Argument. Eine verstellbare Lordosenstütze ist ein Muss. Ich werde das unbedingt testen, wenn ich einkaufen gehe. Klingt, als hättest du einen guten Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Möbelempfehlungen benötigen. Werde ich tun. Danke für den hilfreichen Rat. Zeit, auf Stuhlsuche zu gehen. Lektion 14. Einkaufen von Heimtierbedarf. Hey Anna, ich gehe in die Tierhandlung, um ein paar Vorräte für meinen neuen Vogel abzuholen. Gibt es irgendwelche Must-Have-Artikel, die ich mir schnappen sollte? Oh, ein neuer Vogel, wie aufregend. Mal sehen, ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich einen stabilen Käfig mit viel Platz zuzulegen. Ah, gute Entscheidung. Und ich muss mich mit Vogelfutter und Spielzeug eindecken, um sie zu unterhalten, oder? Unbedingt. Und vergiss nicht die Einstreu oder das Substrat für den Boden des Käfigs. Das ist wichtig, um die Dinge sauber zu halten. Ah, darüber habe ich nicht einmal nachgedacht. Müll und Substrat, verstanden. Fehlt mir noch etwas? Vielleicht ein paar Sitzstangen in verschiedenen Größen und Texturen, auf die Ihr Vogel klettern kann. Und ein gemütliches Nest oder Bett wäre auch nett. Hervorragend, ich werde dafür sorgen, dass ich mir das alles schnappe. Es ist das erste Mal, dass ich mich um einen Vogel sorge, also möchte ich sicher gehen, dass ich alles habe, was er Keine braucht. Sorge, du schaffst das. Gehen Sie einfach Schritt für Schritt vor und Ihr neuer gefiederter Freund wird im Schoß des Luxus leben. Danke. Ich schätze den hilfreichen Rat. Zeit,
sich mit allem Nötigen für Vögel einzudecken. Lektion 15. Einblicke in das Online-Shopping. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit ein bisschen online eingekauft. Hast du gute Erfahrungen damit gemacht? Hallo John. Oh, absolut. Online-Shopping kann so bequem sein. Nach welchen Dingen hast du gesucht? Nun, ich bin tatsächlich auf der Suche nach einem neuen Schreibtischstuhl. Mein Alter fühlt sich langsam etwas abgenutzt an. Ah, ich verstehe. Das ist ein großartiger Artikel, um online einzukaufen. In der Regel finden Sie eine gute Auswahl und lesen Bewertungen, um die beste Wahl zu treffen. Das ist ein gutes Argument. Ich habe mir ein paar Optionen angesehen, bin mir aber nicht sicher, wie sich Größe und Komfort online auswirken werden. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Das hängt normalerweise von der Entfernung und den Versanddetails ab. Haben Sie die Rückgabebedingungen überprüft? Gute Idee, das muss ich mir mal ansehen. Ein problemloser Rückgabevorgang würde mich auf jeden Fall beruhigen. Genau. Und scheuen Sie sich nicht, sich bei Fragen an das Kundenservice-Team zu wenden. Sie können sehr hilfreich sein. Exzellenter Rat. Danke, Anna. Ich werde meine Nachforschungen anstellen und den perfekten Schreibtischstuhl für meine Bedürfnisse finden. Klingt nach einem Plan. Lass es mich wissen, wenn du etwas Gutes findest. Ich bin immer auf der Suche nach Möbelempfehlungen. Werde ich machen. Danke für die Tipps. Zeit, wieder in mein Online-Shopping-Abenteuer einzutauchen. Lektion 16. Sommerpläne. Hey Anna, hast du schon Pläne für die Sommerferien gemacht? Nun, ich denke darüber nach, irgendwohin zu reisen. Hast du dich entschieden, was du machen willst? Ja, ich erwäge ein paar verschiedene Optionen. Ich denke darüber nach, in den Bergen campen zu gehen oder vielleicht einen Roadtrip zum Strand zu machen. Beides klingt nach großartigen Ideen. Die Berge wären so friedlich und entspannend. Auf jeden Fall, und der Strand wäre perfekt, um etwas Sonne zu genießen. Welche Art von Reise haben Sie im Sinn? Ich bin wirklich daran interessiert, eine neue Stadt zu besuchen und alle dortigen Museen und kulturellen Attraktionen zu erkunden. Das klingt unglaublich. Eine Städtereise könnte viel Spaß machen. Hast du eingegrenzt, welche Stadt du vielleicht besuchen möchtest? Noch nicht, aber ich bin offen für Vorschläge, wenn Sie Ideen haben. Nun, ich habe großartige Dinge über Paris gehört. Die Kunst, die Architektur und das Essen dort sollen unglaublich sein. Paris. Das ist eine wunderbare Idee. Ich muss mir überlegen, ob ich eine Reise dorthin planen sollte. Toll, ich hoffe, du schaffst es. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Tipps oder Empfehlungen benötigen. Werde ich machen, danke John. Dieser Sommer wird so viel Spaß machen. Ich stimme zu, ich kann es kaum erwarten. Sobald Sie sich entschieden haben, müssen wir unsere Urlaubspläne vergleichen. Lektion 17. Kunstverständnis. Hey Anna, hast du die neue Kunstausstellung in der Innenstadt gesehen? Ich habe gehört, es ist wirklich beeindruckend. Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, es mir anzusehen. Um welche Art von Kunst handelt es sich? Es ist eine Sammlung moderner abstrakter Gemälde.
Die Farben und Kompositionen sind so lebendig und dynamisch. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe es, verschiedene Kunststile zu erkunden. Was hältst du von den Stücken? Ich war wirklich fasziniert von ihnen. Die Art und Weise, wie die Künstler Licht und Schatten verwendeten, um Tiefe und Emotionen zu erzeugen, war faszinierend. Dann muss ich mir die Zeit nehmen, es mir bald anzusehen. Ich bin immer bestrebt, neue Künstler und Kunstformen zu entdecken. Auf jeden Fall denke ich, dass Sie die Kreativität und Vision hinter diesen Arbeiten wirklich schätzen würden. Lass es mich wissen, wenn du es dir irgendwann zusammen ansehen willst. Das ist eine tolle Idee. Es würde Spaß machen, über die Stücke zu diskutieren und sich gegenseitig über die Sichtweisen zu informieren. Moderne Kunst kann so zum Nachdenken anregen. Absolut. Ich finde es wirklich inspirierend, wie Künstler durch ihre Arbeit so starke Gefühle und Reaktionen hervorrufen können. Ich auch. Kunst hat die einzigartige Kraft, sich auf emotionaler Ebene mit uns zu verbinden, auch wenn wir die Bedeutung dahinter nicht vollständig verstehen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Sollen wir dann an diesem Wochenende einen Ausflug zur Ausstellung planen? Ja, machen wir es. Ich freue mich darauf, die Kunst zu erkunden und eine spannende Diskussion darüber zu führen. Wunderbar, es ist ein Date. Ich schicke dir die Details später, damit wir uns abstimmen können. Lektion 18: Verhandlungsweisheit. Hey Anna, ich war dieses Wochenende auf dem Flohmarkt und habe ein paar wirklich coole Vintage-Artikel gefunden. Oh, das ist aufregend. Hast du es geschafft, irgendwelche guten Angebote zu ergattern? Nun, ich habe versucht zu verhandeln, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es so gut gemacht habe, wie ich es hätte tun können. Verhandeln kann schwierig sein, aber es ist eine wichtige Fähigkeit, die man haben muss. Was haben Sie aus der Erfahrung gelernt? Mir wurde klar, dass Geduld der Schlüssel ist. Ich wurde etwas ungeduldig und akzeptierte den ersten Preis, den der Verkäufer angeboten hatte, obwohl ich denke, ich hätte ihn niedriger aushandeln können. Das ist ein häufiger Fehler. Bei Verhandlungen ist es entscheidend, ruhig und beharrlich zu bleiben. Exakt. Der Verkäufer konnte meinen Eifer spüren, und ich glaube, das hat sich gegen mich ausgewirkt. Absolut. Du musst bereit sein, wegzugehen, wenn der Preis nicht stimmt. Der Verkäufer kommt oft runter, wenn er sieht, dass Sie ernsthaft verhandeln. Guter Punkt. Das merke ich mir beim nächsten Mal. Haben Sie weitere Tipps für effektives Verhandeln? Nun, es ist immer eine gute Idee, vorher einige Nachforschungen anzustellen, um ein Gefühl für den fairen Marktwert zu bekommen. Auf diese Weise wissen Sie, welchen angemessenen Preis Sie anstreben sollten. Das ist klug. Das mache ich auf jeden Fall das nächste Mal. Und ich denke, es ist auch wichtig, höflich und freundlich zu sein, oder? Definitiv. Der Aufbau einer Beziehung zum Verkäufer kann einen großen Beitrag zur Aushandlung eines besseren Angebots leisten. Exzellente Beratung. All das werde ich bei meinem nächsten Flohmarktabenteuer im Hinterkopf behalten. Ich bin sicher, du wirst es großartig machen. Denken Sie daran, zu verhandeln ist eine Kunst, und es braucht Übung, um gut darin zu werden. Danke. Danke für die Tipps. Sieht so aus, als hätte ich vor meinem nächsten Einkaufsbummel einige Hausaufgaben zu erledigen. Lektion 19: Sorgen helfen nicht. Hey Anna, du scheinst heute etwas gestresst zu sein. Ist alles in Ordnung?
Oh, ich mache mir nur Sorgen um ein Arbeitsprojekt, das ich vor mir habe. Es ist wirklich wichtig und ich mache mir deswegen Stress. Ich verstehe das Gefühl, aber denk dran, Sorgen lösen nichts. Versuche dich zu entspannen und konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Ich weiß, du hast recht. Es ist einfach schwer, sich keine Sorgen zu machen, wenn so viel von diesem Projekt abhängt. Ich verstehe es, aber sich Sorgen zu machen wird die Situation nur noch schlimmer machen. Warum erzählst du mir nicht mehr darüber, was dich so nervös macht? Nun, die Frist rückt näher und ich mache mir Sorgen, dass ich nicht alles rechtzeitig fertigstellen kann. Und es sind viele Interessengruppen involviert, bei denen viel auf dem Spiel steht. Ich verstehe. Das sind berechtigte Bedenken, aber versuchen Sie, sie in kleinere, überschaubarere Aufgaben zu unterteilen. Auf diese Weise wird es sich nicht so überwältigend anfühlen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe einfach das große Ganze auf mich wirken lassen, anstatt mich auf die Schritte zu konzentrieren, die ich ergreifen kann. Exakt. Und denk dran, du bist in der Lage, damit umzugehen. Sie haben schon einmal Herausforderungen gemeistert, und Sie werden auch diese meistern. Du hast recht, ich muss mehr Selbstvertrauen haben. Sich Sorgen zu machen wird mir nicht helfen, die Arbeit zu erledigen. Absolut. Gehen Sie einfach Schritt für Schritt vor und scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sie benötigen. Du schaffst das. Danke. Mir geht es schon ein bisschen besser. Mit Ihnen darüber zu sprechen hat wirklich geholfen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, wenn Sie sich überfordert fühlen, atmen Sie tief durch und konzentrieren Sie sich auf das, was Sie kontrollieren können. Wird reichen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, zuzuhören und Ihre Unterstützung anzubieten. Jederzeit, dafür sind Freunde da. Jetzt lass uns einen Kaffee trinken gehen und du kannst mir mehr über dieses Projekt erzählen. Lektion 20. Flexibilität bei der Planung. Hey Anna, ich wollte mit dir über die Kunstausstellung sprechen, die wir uns ansehen wollten. Oh, richtig. Ich freue mich immer noch sehr darauf, es mir anzusehen, aber ich muss eigentlich um etwas mehr Zeit bitten. Gar kein Problem. Ist alles in Ordnung? Ich möchte Ihnen nichts auferlegen, wenn Sie andere Verpflichtungen haben. Alles ist in Ordnung, ich habe nur festgestellt, dass der ursprüngliche Zeitplan, den ich mir vorgestellt hatte, etwas zu eng war. Könnten wir es möglicherweise ein paar Wochen nach hinten verschieben? Absolut, kein Grund zur Eile. Ich freue mich, flexibel zu sein und eine Zeit zu finden, die für Sie am besten geeignet ist. Vielen Dank, ich schätze Ihr Verständnis sehr. Ich dachte, vielleicht könnten wir das in etwa 4 Monaten anstreben? 4 Monate? Das ist genug Zeit, kein Grund zur Eile. Lass uns einen Termin finden, der zu unseren beiden Zeitplänen passt. Toll, das klingt perfekt. Ich werfe einen Blick in meinen Kalender und melde mich mit ein paar Optionen bei Ihnen, falls das für Sie funktioniert. Klingt gut, überhaupt keine Eile. Lass mich einfach wissen, was am besten funktioniert, und wir sorgen dafür, dass es passiert. Wunderbar, ich freue mich riesig auf unseren Kunstausflug. Es wird eine gute Gelegenheit sein, sich zu entspannen und gemeinsam etwas Kultur zu genießen. Definitiv. Und die zusätzliche Zeit gibt uns beiden die Möglichkeit, unsere Kalender zu leeren und die Erfahrung wirklich zu genießen. Genau. Ich bin dankbar für deine Flexibilität.
Das nimmt wirklich den Druck ab. Natürlich komme ich gerne nach. Kunst ist dazu da, genossen zu werden, nicht überstürzt. Einverstanden. Ich werde mich bald mit einigen Terminoptionen in Verbindung setzen, die für mich funktionieren. Nochmals vielen Dank. Klingt gut, ich freue mich darauf. Passt auf euch auf. Lektion 21: Vintage-Schatzsuche. Hallo Anna, ich kann es kaum erwarten, mit unserer Vintage-Schatzsuche zu beginnen. Hast du eine Idee, wo wir anfangen sollen? Guten Morgen, John. Ich habe einige vielversprechende Flohmärkte und Antiquitätenläden in der Gegend recherchiert. Ich denke, wir sollten in dem coolen kleinen Vintage-Laden in der Innenstadt beginnen. Hervorragend, das klingt nach einem Plan. Ich hoffe, wir können dort einige echte versteckte Juwelen finden. Ich auch. Ich habe Ihr Inventar online durchsucht und Sie haben einige wirklich einzigartige Stücke. Ich wette, wir werden einige tolle Vintage-Schätze entdecken. Ich bin so aufgeregt. Das wird ein Abenteuer. Wer weiß, auf welche Vintage-Funde wir stoßen könnten. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Arten von Vintage-Artikeln wir entdecken. Es wird so viel Spaß machen. Ich stimme zu, das wird ein Knaller. Sollen wir in einer Stunde losfahren? Ich möchte sicher gehen, dass wir genügend Zeit zum Erkunden haben. Klingt gut für mich. Ich bin bereit, wann immer du bist. Das wird eine tolle Vintage-Schatzsuche. Perfekt, machen wir es. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das wird ein toller Tag. Lektion 22: Reisevorbereitung. Hey Anna, ich habe gehört, dass du bald eine Reise planst. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Oh, das stimmt. Ich freue mich wirklich darauf. Nun, eine Sache, auf die ich immer achte, ist, alle notwendigen Reiseadapter und Ladegeräte einzupacken. Guter Punkt. Ich muss auf jeden Fall daran denken, mir einen Reiseadapter zu besorgen. Ich hasse es, festzusitzen, ohne meine Geräte aufladen zu können. Ja, es ist so wichtig. Und vergessen Sie nicht, auch Ihre Flugzeiten und Reservierungen zu überprüfen. Ich hab's. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Lass mich nachdenken. Oh, packen Sie unbedingt ein paar Snacks und eine wiederverwendbare Wasserflasche für die Flugreise ein. Ah ja, gute Entscheidung. Ich mache eine Liste, um sicherzugehen, dass ich nichts vergesse. Klingt nach einem Plan. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Reise haben, wenn Sie gut vorbereitet sind. Ich schätze den Rat. Es ist wirklich hilfreich, Tipps von jemandem zu bekommen, der viel gereist ist. Lektion 23: Bereite dich auf einen Abend vor. Hey Anna, gehen wir später immer noch zusammen aus? Unbedingt. Darauf freue ich mich schon sehr. Hattest du irgendwas Konkretes im Sinn, wo wir hingehen sollten? Noch nicht, aber ich dachte, wir könnten irgendwo zu Abend essen und dann vielleicht die neue Cocktail-Lounge in der Innenstadt besuchen. Oh, das klingt wunderbar. Ich wollte das neue Lokal schon lange ausprobieren. Toll, machen wir es. Wie lange brauchst du normalerweise, um dich für einen Abend wie diesen fertig zu machen?
Es kommt wirklich darauf an. Ich würde sagen, zwischen 30 Minuten und einer Stunde, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Gut zu wissen. Dann werde ich dafür sorgen, dass du genügend Zeit hast. Hört sich gut an. Oh, und wir sollten uns wahrscheinlich einen Reiseadapter für dein Handy besorgen, nur für den Fall. Gute Entscheidung. Gut, ich schnappe mir einen, bevor wir losfahren. Perfekt. Ich kann unseren Abend kaum erwarten. Das wird lustig werden. Ich auch nicht. In Ordnung, machen wir das. Lektion 24. Das Beste aus der Freizeit machen. Hey Anna, es hört sich an, als hättest du dich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Du hast recht, ich habe versucht, aktiv zu bleiben und das Beste aus meiner Freizeit zu machen. Es ist mir wichtig, sie nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Ich stimme zu. Wie verbringst du normalerweise deine Freizeit? Hast du irgendwelche lustigen Aktivitäten oder Hobbys aufgegriffen? Nun, ich versuche es zu vermischen. Manchmal gehe ich wandern oder ins Fitnessstudio, und manchmal mache ich es mir mit einem guten Buch gemütlich oder probiere ein neues Rezept in der Küche aus. Das ist großartig. Es ist gut, eine Vielzahl von Dingen zu haben, um sie zu beschäftigen und zu unterhalten. Absolut. Und ich nehme mir auch Zeit, um mich mit Freunden zu treffen und neue Orte in der Stadt zu erkunden. Toll, das klingt nach einem abgerundeten Ansatz. Ich sollte wahrscheinlich eine Seite aus deinem Buch herausnehmen. Es erfordert ein bisschen Mühe, aber es lohnt sich. Sie sollten auf jeden Fall versuchen, Aktivitäten zu finden, die Ihnen Spaß machen, und sich die Zeit dafür nehmen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke für die Inspiration. Jederzeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jemals Empfehlungen für unterhaltsame Aktivitäten benötigen. Wird reichen. Das weiß ich zu schätzen. Lektion 25. In Verbindung bleiben. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit in den sozialen Medien sehr aktiv warst. Findest du es hilfreich, um in Verbindung zu bleiben? Weißt du, das tue ich. Es war eine großartige Möglichkeit für mich, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, besonders mit denen, die weit weg wohnen. Das ist ein gutes Argument. Es kann schwierig sein, in Verbindung zu bleiben, wenn die Leute verteilt sind. Definitiv. Und ich habe auch über soziale Medien neue Freunde gefunden, was wirklich nett war. Das ist großartig. Ich sollte wahrscheinlich selbst versuchen, dort aktiver zu sein. Ich neige dazu, mich ein bisschen in die Arbeit zu vertiefen und zu vergessen, sozial zu bleiben. Ich verstehe diesen Kampf. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und sich Zeit für die Menschen und Dinge zu nehmen, die wichtig sind. Du hast recht. Ich muss mir mehr Mühe geben, um in Verbindung zu bleiben, sowohl online als auch persönlich. Das ist ein toller Plan. Ich bin sicher, Sie werden überrascht sein, wie sehr es Ihr Leben bereichern kann. Ich freue mich darauf. Danke für den Rat. Du weißt immer genau, was du sagen musst. Oh, du bist willkommen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jemals Kaffee trinken und sich persönlich treffen möchten. Klingt perfekt. Ich melde mich. Lektion 26. Einem Raum Leben einhauchen. Hey Anna, hast du darüber nachgedacht,
ein paar Pflanzen hinzuzufügen, um deine Wohnung zu beleben? Weißt du, das ist eine tolle Idee. Ich wollte schon immer, dass sich mein Zuhause ein bisschen lebendiger anfühlt. Pflanzen können wirklich einen Unterschied machen. Sie sorgen für natürliches Grün und helfen sogar, die Luft zu reinigen. Das ist wahr. Welche Pflanzen würdest du jemandem wie mir empfehlen, der keinen grünen Daumen hat? Nun, Sukkulenten sind ziemlich pflegeleicht und es gibt sie in allen möglichen interessanten Formen und Farben. Schlangenpflanzen und ZZ-Pflanzen sind ebenfalls sehr robuste Optionen. Oh, Sukkulenten klingen perfekt. Ich liebe es, wie sie aussehen. Wo würdest du vorschlagen, dass ich sie in meiner Wohnung unterbringe? Ich würde sagen, stellen Sie sie auf Ihre Fensterbänke oder Beistelltische. Sie verleihen diesen Räumen einen schönen Hauch von Farbe und Textur. Das ist eine tolle Idee. Ich gehe dieses Wochenende in den Pflanzenladen und suche mir ein paar aus. Danke für den Vorschlag. Jederzeit. Lass mich wissen, was du am Ende bekommst, ich würde gerne sehen, wie sie an deiner Stelle aussehen. Wird reichen. Ich freue mich darauf, etwas Grün in mein Zuhause zu bringen. Ich bin sicher, es wird fantastisch aussehen. Pflanzen sorgen wirklich dafür, dass sich ein Raum so viel lebendiger anfühlt. Definitiv. Das wird ein lustiges kleines Projekt für mich. Ich freue mich, dass ich dich inspirieren konnte. Viel Spaß beim Aussuchen deiner neuen Pflanzenfreunde. Lektion 27, Geschenkgutschein. Hey Anna, ich versuche ein Geburtstagsgeschenk für meine Schwester auszusuchen. Was hältst du davon, ihr eine schöne Uhr zu besorgen? Das ist eine tolle Idee. Eine Uhr ist so ein durchdachtes und praktisches Geschenk. Ja, ich dachte darüber nach, ihr ein wirklich nettes zu besorgen. Vielleicht sollten wir uns auch eine Karte dazu besorgen? Absolut, eine Karte wäre der perfekte letzte Schliff. Es zeigt, dass Sie sich zusätzliche Gedanken darüber gemacht haben. Definitiv. Hast du irgendwelche Ideen für eine gute Karte, die mit der Uhr kombiniert werden kann? Vielleicht etwas Sentimentales und Herzliches? Oder wir könnten uns für etwas Lustiges und Verspieltes entscheiden. Oh, ich mag die Idee einer herzlichen Karte. Das würde es noch spezieller machen. Toll, wir können nach einer schönen Karte suchen, die deine Beziehung zu deiner Schwester wirklich einfängt. Hört sich gut an. Ich denke, diese Kombination aus einer schönen Uhr und einer durchdachten Karte wird ein Gewinn sein. Ich bin sicher, sie wird es lieben. Deine Schwester ist ein glückliches Mädchen. Ich hoffe es. In Ordnung. Lass uns nach dem perfekten Geschenk einkaufen gehen. Lektion 28, ein schicker Abend. Hey Anna, hast du von dem neuen Restaurant gehört, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Ich wollte es schon lange ausprobieren. Oh, wirklich? Ich war noch nicht dort, aber ich habe gehört, dass es unglaublich ist. Wir sollten es uns auf jeden Fall ansehen. Absolut, es wäre eine schöne Abwechslung von unserer gewohnten Routine. Was meinst du, sollen wir einen Abend daraus machen? Das klingt wunderbar. Ich würde mich gerne verkleiden und einen schicken Abend verbringen. Wir können Reservierungen vornehmen und den ganzen Abend planen. Tolle Idee. Ich werde in die Speisekarte schauen und sehen, welche Art von Küche sie anbieten. Vielleicht können wir ein paar neue Gerichte probieren.
Klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welches Ambiente das Restaurant hat. Ich wette, es wird eine wirklich schöne Atmosphäre sein. Ich auch. Und wer weiß, vielleicht treffen wir dort sogar ein paar Freunde. Es wird Spaß machen, sich bei einem guten Essen zu treffen. Definitiv. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, Kontakte zu knüpfen und einen schönen Abend zusammen zu verbringen. Ich freue mich schon darauf. Sollen wir die Reservierungen heute Abend vornehmen? Absolut, lass es uns tun. Das wird ein fantastischer Abend. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine schöne Pause von unserer gewohnten Routine sein. Lektion 29: Wanderabenteuer. Guten Morgen. Eigentlich gehe ich am Samstag mit ein paar Freunden wandern. Möchtest du zu uns kommen? Oh, Wandern klingt nach so viel Spaß. Ich würde gerne mitkommen, wenn dir die zusätzliche Gesellschaft nichts ausmacht. Ganz und gar nicht. Je mehr, desto besser. Wir planen, einen neuen Weg zu erkunden, der einige atemberaubende Ausblicke bieten soll. Wunderbar. Ich wollte schon immer raus und die frische Luft genießen. Das wird die perfekte Gelegenheit sein. Genau. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu bewegen und die Natur zu genießen. Ich freue mich riesig darauf. Was sollte ich mitbringen? Ich möchte sicher gehen, dass ich vorbereitet bin. Mal sehen. Bequeme Wanderschuhe, eine Wasserflasche, vielleicht ein oder zwei Snacks und vergessen Sie nicht die Sonnencreme. Ich hab's. Ich sorge dafür, dass ich das alles einpacke. Das wird so ein lustiges Abenteuer. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Es ist schon eine Weile her, dass ich wandern gegangen bin, also freue ich mich darauf. Ich auch. Es wird ein großartiger Tag, um rauszukommen und die Natur zu erkunden. Absolut. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 30: Einkaufsbummel. Hey Anna, bist du am Wochenende zufällig einkaufen gegangen? In der Tat habe ich es getan. Ich habe in dieser trendigen Boutique in der Innenstadt ein paar wirklich schöne neue Klamotten gefunden. Oh, wirklich? Was hast du bekommen? Ich würde gerne von deinem Einkaufsbummel hören. Nun, ich habe dieses wunderschöne Blumenkleid gefunden, das ich kaum erwarten kann zu tragen. Und sie hatten die süßesten Oberteile, die so stylisch waren. Hört sich an, als hättest du einen erfolgreichen Einkaufsbummel gehabt. Ich freue mich, dass du einige Stücke gefunden hast, die dir wirklich gefallen haben. Ja, es war fantastisch. Die Angestellten dort waren sehr hilfreich bei der Auswahl der perfekten Outfits. Das ist toll zu hören. Ich liebe es, wenn du genau das findest, wonach du suchst. Ich auch. Und das Beste daran ist, sie hatten einige wirklich trendige Artikel, die immer noch erschwinglich waren. Das ist großartig. Irgendwann musst du mir deine Neukäufe zeigen. Definitiv. Ich freue mich so darauf, sie zu tragen. Es war ein wirklich lustiges Einkaufserlebnis. Ich freue mich, dass du dich amüsiert hast. Es ist immer schön, sich neue Klamotten zu gönnen. Unbedingt. Es war genau das, was ich brauchte.
Nun, ich freue mich für dich. Viel Spaß mit deiner neuen Garderobe. Lektion 31: Neue Rezepte entdecken. Hey Anna, ich habe das neue Gemüsepfannenrezept ausprobiert, das du empfohlen hast, und es war unglaublich. Ich freue mich so, dass es dir gefallen hat. Was hältst du von den Paprika und dem Brokkoli darin? Sie waren fantastisch. Ich habe versucht, mehr Gemüse in meine Ernährung aufzunehmen, und dieses Gericht war der perfekte Weg dafür. Das ist wunderbar zu hören. Mehr Gemüse zu essen ist eine großartige Möglichkeit, ihre Gesundheit zu fördern. Hast du in letzter Zeit noch andere neue Lieblingsrezepte entdeckt? Eigentlich ja. Ich habe einen kleinen Gemüsekick genommen. Ich habe gerade versucht, Rosenkohl zu rösten und er ist so lecker geworden. Oh, gerösteter Rosenkohl ist einer meiner Favoriten. Wie hast du sie zubereitet? Ich habe sie einfach in Olivenöl, Salz und Pfeffer geworfen und dann im Ofen geröstet, bis sie schön knusprig waren. So einfach, aber so gut. Das klingt unglaublich. Das muss ich mal versuchen. In letzter Zeit liebe ich auch Zucchini-Nudeln. Sie sind eine großartige kohlenhydratarme Alternative zu Nudeln. Zucchini-Nudeln, das muss ich mir mal ansehen. Es würde Spaß machen, gemeinsam ein paar neue Rezepte auf Gemüsebasis auszuprobieren. Unbedingt. Wir können Tipps austauschen und unsere Lieblingsfunde vergleichen. Das Kochen mit mehr Produkten ist eine großartige Möglichkeit, in der Küche kreativ zu werden. Ich bin dabei. Lass es mich wissen, wenn du auf andere tolle Gemüsegerichte stößt, die ich probieren sollte.